Nach Michaels Ausfall mit der Can-Am Rotax bei den Hockenheim Classics 2025 und nach der anschließenden endgültigen Schadensfeststellung wussten wir, dass uns eine lange und arbeitsreiche Winterpause bevorsteht. Und genau das war sie auch. Eine Winterpause voller Werkstattstunden, voller Nachdenken, Rechnen, Abwägen und letztendlich einem Entschluss. Dem Entschluss, nicht einfach aufzugeben. Die Can-Am nicht einfach in die Ecke zu stellen. Das Kapitel Deutsche Historische Motorradmeisterschaft für Michael nach nur einer Saison nicht einfach zu den Akten zu legen, sondern das Motorrad zum Saisonstart 2026 wieder an den Start zu bringen. Aber seht einfach selbst. So, wir haben den Rotax-Motor erstmal weitestgehend wieder zusammengesteckt. Wir haben den jetzt nochmal genauer inspiziert und haben gemerkt, dass da noch mehr am Argen ist, dass da deutlich mehr überholt werden muss, unter anderem die Kurbelwelle. Auch das Getriebe ist nicht mehr ganz so sauber schaltet. Der muss dann tatsächlich einmal komplett zerlegt und wirklich einmal grundlegend überholt werden, um den einmal wieder frisch zu machen. Eventuell hier mit den gebrochenen Kühlrippen, da muss irgendwas unternommen werden. Und um die Can-Am jetzt wieder flott zu machen für die DHM-Saison 2026 haben wir einen komplett neuen Motor, Rotax 124. Haben wir so komplett bekommen, sehr guter Zustand, allerdings in einer anderen Konfiguration. Mit dem Auslass nach vorne und dem Vergaser hinten. Haben wir festgestellt, dass es zwischen den Motoren dann doch große Unterschiede gibt und sich das nicht so anpassen lässt. Deswegen werden wir den jetzt so verbauen. Das haben wir alles schon durchgeschaut und haben beschlossen, dass der so einsetzbar ist. Und jetzt wollen wir den einbauen. So, Motor ist eingebaut. Kette ist schon wieder drauf. Wie gesagt, jetzt bei der Version mit dem Auslass nach vorne ist es jetzt nötig, da den Auspuff umzubauen. Da haben wir uns jetzt schon einen neuen Krümmer konstruiert. Und der ursprüngliche Auspuff wandert jetzt auf die rechte Seite. Und das Ganze soll jetzt so verschweißt werden. Hier haben wir jetzt noch den Vergaser zu dem neuen Motor. Bei dieser Version mit der längeren Ansaugung und dem Vergaser hinten ist hier von Rotax anstatt dem Mikuni ein Dell'Orto-Vergaser verbaut. Den haben wir zu dem Motor dazu bekommen. Der macht rein mechanisch schon mal einen ganz guten Eindruck. Ist ein bisschen schmutzig und ja, wie immer bei so einer Gelegenheit soll jetzt natürlich auch einmal Ultraschall gereinigt werden, dass wir da auf Nummer sicher gehen können, dass da alles sauber und alle Kanäle frei sind. Und dazu wird er jetzt erstmal vollständig zerlegt.
So, damit ist der Vergaser jetzt soweit zerlegt, dass der ins Ultraschall kommt. Ich denke, man sieht, der hat eine Reinigung schon ganz gut nötig. Dann müssen wir mal schauen, wie das alles nach der Reinigung aussieht. Ob die ganzen Einzelteile dann noch brauchbar sind oder ob man da direkt einen Reparatursatz verbaut. Das müssen wir dann sehen, wie die einzelnen Teile jetzt dann aus dem Ultraschall kommen. So, hier ist nun der fertig zerlegte und gereinigte Lodo-Vergaser. Der kann jetzt soweit wieder zusammengebaut werden. In diesem Zug bekommt er noch einen neuen Dichtsatz, ein neues Schwimmernadelventil und zusätzlich haben wir hier dann noch einige Düsen, um den dann letzten Endes abzustimmen. Und dann sollte der somit wieder problemlos funktionieren. So, hier steht sie nun wieder, fertig zusammengeschraubt. Neuer Motor ist drin. Der Auspuff ist jetzt mit dem neuen Krümmer auf die rechte Seite gewandert. Einer neu angeschweißten Halterung. Vergaser ist drauf, dann fahren wir jetzt mit Getrenntschmierung. Eigens gebauter Öltank. Neuer Alu-Benzintank. Ein paar neue Aufkleber. Und bereit für einen Testlauf. So wie ihr gesehen habt, gibt es schon wieder Lebenszeichen von sich. Jetzt sind noch ein paar kleinere Einstellarbeiten erforderlich. Und dann sind wir hier startklar für die neue Saison in der DHM.